Ja, hallöchen und herzlich willkommen zur 141. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, du willst wohl dein BMW nicht mehr haben, oder was? Mit besten Grüßen aus San Diego, ihr seht es noch gerade auf dem Navi. Wir sind in San Diego. Wir hatten ja in LA geladen, nachdem wir uns einen neuen Truck hier gekauft haben. Und wir haben dort geladen Ethan, ja, mit 38.000 Pounds Gewicht, das sind umgerechnet ca. 17 Tonnen. Und das ganze Zeug soll nach El Paso, nach Texas gebracht werden. Ja, jetzt hier von San Diego aus geht es dann unmittelbar auf die Interstate 8. Über Yuma, Phoenix, dann auf die Interstate 10. Da dann übertaxen auf direkten Weg nach El Paso, wo dann die Firma Chevron auf die Ladung wartet. Fahr zu, der muss warten, der hat rot. Gell. Ja, und da ist sie wieder durch, ne? Gell. Ja, Interstate 8. Doch, 8, ja, genau, richtig. Müsste das hier eigentlich schon sein. So, noch einen Schluck Kaffee trinken können, bevor es grün wird. Ah, herrlich. Herrlich, so Käffchen. So, 55 Meilen dürfen wir fahren. So, kommt 70er Speedlimit, aber durch das wir doch in Kalifornien sind, dürfen wir mit unserem Truck sowieso nicht schneller fahren wie 55, geht uns also nichts an. Bevor das sehe ich auf dem Navi schon eine Wiegestation hier. Trommelwirbel. Wop, 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 wop. War immer schwierig hier, dieses 15er Speedlimit, die haben sie mir auch schon mal geblitzt in dieser Matstation, Matstation sage ich schon, in dieser Wiegestation, das ist natürlich, das war sehr ärgerlich. Ja. So, irgendwo steht ein Schild, dass wir die Brakes releasen müssen, also immer ohne gedrückte Bremse fahren. So, wir haben ein Gesamtgewicht von 76.000 Pounds. Das sind, also wir können jetzt von ja, 35
etwas mehr wie 35 Tonnen Gesamtmasse ausgehen. Ja, langsam. Wie gesagt, man kann hier geblitzt werden. Jetzt 55 im Navi, das Speedlimit. Anders als in der Realität, denke ich, kann man sich hier auf das Speedlimit im Navi verlassen. Heutzutage haben ja auch die echten Navigationssysteme solche Geschwindigkeitsbegrenzungen mit eingespeichert, die dann angezeigt werden. Aber ja, das ist immer schwierig, wenn man sich darauf verlassen möchte. Also ich möchte es nicht. Das geht schon los, wenn man eine Baustelle unterwegs ist oder was hier, denn da ist 80 hier, wo eine Strecke, wo ohne Baustelle vielleicht 120 ist und schon steht hier 120 im Navi, das ist klar. Meine Baustelle eigentlich immer noch recht einfach ist, aber sobald man meine Baustelle erkennt man ja, das ist dann eigentlich klar, dass da sicherlich nicht 120 ist. Und ja, aber sobald halt meine Geschwindigkeitsbegrenzung geändert wird, weil sie eben der Meinung sind, das ist zu schnell oder was auch immer, dann wird das ja nicht sofort im Navi mit aktualisiert und schon hast du da eine falsche Geschwindigkeitsbegrenzung stehen. Ja, und wenn du geblitzt wirst hier und du sagst dann, ja, mein Navi hat aber das und das angezeigt, das kannst du sowieso vergessen. Das ist keine, das ist juristisch ist das nichts wert. Also kommst nicht dagegen an. Deine Aufgabe ist als Kraftfahrer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die am Straßenrand stehen, wahrzunehmen und dich da entsprechend anzupassen. Wenn du da 5 Navis hast und alle 5 Navis sagen, du durftest 130 fahren, obwohl nur 80 war, dann spielt das keine Rolle. Da haben sie dich geblitzt, dann darfst du zahlen, da bist du Mode. Jetzt fahrt aber halt zu. Ich meine, ich weiß, dass ihr mit eurem PKW schneller seid wie ich, aber dass ihr auch nur von diesem LKW davon aufgehalten werdet, aber kein Grund, mir vor der Stoßstange zu fahren. Jetzt biegt er noch ab hier. Ja, haben Sie am Schild gelesen. Über Phoenix. Jetzt wo er geht, weiß ich ja, was ich zwischen den Aufnahmen noch machen wollte. Wir den Parkplatz suchen, aber gut, wir nehmen jetzt einfach den nächsten, der kommt. Was ich jetzt aufgrund des fehlenden Onboard-Computers, der eben immer oben links auf dem Armaturenbrett positioniert war, am alten FLB, was ich jetzt gerade vermisse, ist halt doch ein bisschen eine Uhr. Eine Uhr, wo man halt mal die Uhrzeit ablesen kann. Die Ingame-Uhrzeit, während wir jetzt hier den Bundesstaat Arizona befahren. Wir haben hier diesen Root-Advisor, da ist eine Uhr dran und das Thema, wie spät es ist, aber ich finde, wie gesagt, das Ding hasse ich wie die Beste. Das macht einen so, das
das ganze Spiel irgendwie kaputt. Die ganzen Simulationen in Eimer, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Freund von, wenn ich es nicht unbedingt brauche, gucke ich da nicht rein. Das Einzige, was ich mir da eben ab und zu mal raussuche, ist die Fahrzeit. Ja, und jetzt eben auch noch die Uhrzeit. Also 18 Uhr jetzt. Ist 18 Uhr durch. Ja, es ist ja wohl so unter Zeit, sag ich mal so zwischen 19 und 21 Uhr gehen wir da meistens zu Bett. In der letzten Folge haben wir ja mehr oder weniger mehr rumgedümpelt hier, habe ich euch den neuen Truck gezeigt, wir sind zur Haltestelle gefahren und wir sind dann langsam losgejuckelt. Haben also nicht viele Meilen geschafft. Aber das wird sich in dieser Folge ändern hier. Wir sehen es hier, Tempomat steht auf 60 Meilen pro Stunde hier. Und immer nur geradeaus, feuerfrei hier. Meilen, 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 jede Meile bringt Geld. Und aufgrund der sinkenden Frachtpreise und dieser Freude in Form dieses Trucks, die ich mir gegönnt habe, ja, müssen wir jetzt wieder wirklich die Pobacken zusammenfitzen hier, dass wir richtig an Kohle kommen. Wir haben jetzt Ziele vor Augen. Ich werde sicherlich demnächst nochmal ein Telefonat führen mit meinen Disponenten und mit meinen Kunden, ja, dass das mit den Frachtpreisen, so wie es aktuell ist, eigentlich eine totale Katastrophe ist. Ja, da werde ich einfach mal die Pistole auf die Brust setzen, weil ich sagen, pass auf, ich bin Europäer, ich weiß. Aber bei den Frachtpreisen hier, der kann ja wieder zurück nach Europa hier und bei einer polnischen Spedition anfangen hier. Wenn ich für Apfel und Ei fahren will, das kann ich überall machen, dann muss ich in die USA kommen. Ja, also, ja, mal sehen, wie sie reagieren. Schlimmer wird es nicht werden. Die Preise, die wir jetzt haben, sind vertraglich festgesetzt. Also da können sie mir nicht so einfach jetzt einen Strick draus drehen, aber wie gesagt, nach oben sehe ich immer Potenzial. Ich kann noch ein bisschen auf die Kacke hauen und sagen, ich habe mir noch einen Truck gekauft, der ist jetzt viel, viel besser für eure Transporte, der ist komplett luftgefedert und das ist natürlich auch Schmuck und Erlogen. Ich meine, die alte Karre hier, die hat Blattfedern, das ist klar, aber das wissen die ja nicht. Ne? Das sind ja meistens irgendwelche Bürokraten, die sitzen irgendwo in Boston oder in New York hier in ihren großen klimatisierten Büros, die kriegen davon sowieso nicht mit, die haben noch nie meinen LKW gesehen, den werden sie auch nie sehen. Deswegen müssen wir da ein bisschen auf die Kacke hauen. Und außerdem wollen wir ja uns irgendwann mal ein luftgefährdetes Fahrzeug kaufen, weil also ganz so gelogen ist es ja nicht, es ist halt nur die Wahrheit ein bisschen verzerrt, sage ich mal. Das war der falsche Knopf, wollte ich euch mal sagen. So, und weg ist der Tanker. Taxen hier unsere Ausfahrt, ja. Tanker auf der Interstate. So, der fährt natürlich nicht rüber, aber ich mache das. Ich bin so kulant, ich bin der Kollege. Wenn der frei ist, fahre ich rüber. Wenn wir mal hier drüben sind, nutzen wir doch die Gelegenheit, oder? Nutzen wir doch die Gelegenheit. Es kommt natürlich ewig wieder kein Rastplatz hier, es ist immer wieder dasselbe. Wenn du keinen brauchst, fährst du an 5 vorbei. Wenn du einen brauchst, kommt gar keiner. Was ist denn das jetzt hier? Oh, Leute. Muss ich jetzt nicht verstehen hier. Aber
Was ist denn der Nachteil an dieser amerikanischen Freiheit? Sag ich jetzt mal. Keiner will jemandem was vorschreiben. Jetzt fährst du rüber. Schön, danke. Die nämlich ausgebremst hast, aber wir fahren jetzt glaube ich auch mal hier. Wir bleiben mal dahinter. Wenn jetzt hier mal Taxen uns eine Möglichkeit suchen, irgendwo anzuhalten. Gibt es da überhaupt was? Lohnt sich das hier runterzufahren? Da vorne ist eine Tankstelle, aber kein Rastplatz. Wir fahren erstmal weiter. Ja, diese amerikanische Freiheit, die gibt es ja in dem Sinne kein Rechtsfahrgebot, das ist mehr so eine Empfehlung und so eine, ja, kannst du machen, bist lieber, aber musst es nicht. Ja, das ist ja in Deutschland anders, was die Leute nicht davon abhält, trotzdem links zu fahren, aber egal. Theoretisch ist erstmal die Gesetzgebung da, sagen wir mal. Und die ist eben hier in den USA nicht da. Also wenn ich in den USA der Meinung bin, ich muss hier mit meinen 40 Tonnen die ganze Zeit auf der linken Spur fahren, weil es mir da besser geht, ne, dann sagen die, ja, das ist deine Entscheidung, du musst das wissen. Mach das, was für dich am besten ist in Ordnung. Dass dann tausende andere da sich aufregen und weil sie vielleicht schneller möchten, können, dürfen, das ist natürlich dann schwierig. So, hier kommt jetzt eine Werkstatt, ne, und da ist eine Parkmöglichkeit, sehe ich hier. Und die werden wir nutzen. Bordstein könnte hier. Und wo kann ich jetzt hier parken? Ach, hier hinten. Ach, hier. Ach ja, jetzt ja, System verstanden. System verstanden hier. Irgendwoher kenne ich das auch. Schön. Das ist mal ein schöner Parkplatz hier. Ich hoffe, das funktioniert, aber wenn ich rückwärts einparke. Wir wissen ja, wir müssen ja beim ATS immer, wir müssen im ATS immer warten, bis dann dieses Dong kommt. Oh, ich dachte, das wird nichts. Der Trailer ist so lang, da kriegen wir dann nicht die Möglichkeit, hier Ende zu drücken. Ich weiß, dass bei solchen Parkplätzen eigentlich immer vorwärts eingeparkt werden sollte, aber ich habe jetzt offen gestanden auch nicht gewusst, wie ich es machen soll. Ich müsste das Ding dann so eng rumziehen. Was ist überhaupt hier drauf? Wir machen nur den ganzen Parkplatz zu, wenn ich hier hinstelle. Oder? Ich gebe mir jetzt noch nicht groß Mühe hier zwecks Parklücke treffen, weil ich will erst mal wissen, ob das Rad funktioniert. Ich weiß, ich stehe jetzt schief, aber... Oh, doch, geht. Dann können wir uns doch ordentlich hinstellen. Dann können wir uns doch ordentlich hinstellen. Ich habe jetzt gedacht, wir stehen mit der Zugmaschine zu weit vorne. Dass diese Meldung, die gerade kam, gar nicht kommt, aber es scheint doch zu funktionieren. Deswegen können wir uns jetzt auch ordentlich hinstellen hier. Wir wollen ja auch ordentlich einen Eindruck hinterlassen. Ne? Nicht, dass es dann heißt, hier guckt mal hier, der Deutsche hier, der Stefanio hier, kommt hier in die USA hier und der stellt sich hier hin wie Friseur. Ne? Das geht ja mal gar nicht. So, wir steigen mal kurz aus. Ich will mal gucken, wie weit ich noch nach hinten kann. Ja, ich würde sagen, das passt schon so, wie es ist. Ja, wir stehen etwas weit, ja, wir sind ein bisschen einseitig, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, so. Ja, es sieht schon toll aus, der neue FLB, toll, echt toll, schöne Lämpchen dran hier und ach ja, übrigens jetzt eine lackierte Stoßstange, ne? Mit Nebelscheinwerfern, ne? Braucht man schon, lackierte Felgen. Farblich ans Design angepasst. Gut, bevor wir Strafe zahlen müssen, legen wir uns erstmal eine Stunde hin. So, 8 Uhr morgens, da haben wir Käffchen.
Traumhaft. Da halten wir uns eigentlich groß an der Vorrede auf hier. Von der Folge sind wir noch ganz gut dabei. Wir können noch ein bisschen fahren, denke ich. Und dann geht es hier los. Ja, diesen Routauswisser, ich weiß, den kann man auch deaktivieren. Dass der gar nicht immer hier so aufploppt. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal gemacht. Hab's dann wieder rückgängig gemacht. Ich weiß allerdings nicht mehr den Grund. Also irgendwas hat mich dann gestört, wo ich gesagt habe, ey, das brauchen wir aber, das geht nun mal nicht anders. Das wird jetzt auch ein Krampf hier. Das wird ein Krampf hier. Da kommt jetzt Freude auf. Und weg ist der Trailer. Ich sehe nicht mehr im Spiegel. Sieht gut aus. Mal links gucken, dass wir mit der Zugmaschine nirgends hängen bleiben. Ja, doch, sieht gut aus. Jetzt kann man wieder ein bisschen hier. Einwandfrei. Einwandfrei. Na, hast du Angst? Ja, ich bin ziemlich weit links gefahren, um ein bisschen hier auszuholen. So. Komm, fahr oder lass es. Na ja, lass dich bloß nicht raus. Gerade hier an dem Anstieg. Also manchmal, das ist eben auch wieder diesen dämlichen Spiegeln hier zu Lasten, sieht man die Autos eben sehr spät ankommen jetzt. Das ist ja, wenn ich das sehe, sind sie eigentlich schon auf Höhe der Hinterachse. Da hatte ich ja mal diesen Spiegelmod drauf, wer mich schon eine Zeit lang verfolgt, kennt den noch vielleicht. Und da war das schon erheblich besser. Aber wie gesagt, diese Spiegelmods sind warum auch immer nicht kompatibel mit irgendwelchen Kartenmods. Sprich, da muss ich wirklich die Vanilla-Map fahren, ansonsten funktionieren die nicht. Wobei jetzt seit dem letzten Patch, weiß ich nicht, ob es da vielleicht schon eine Möglichkeit gibt. Müsste ich direkt nochmal gucken. Vielleicht haben sie da irgendwie eine Lösung gefunden, aber schauen wir mal. Eben bin ich mit 55 dahergefahren und auf die aufgelaufen. Jetzt fahre ich 60 und laufe nicht mehr auf die auf. Das ist irgendwie irgendwas machst du hier grundlegend verkehrt. Boah, für 65. Wir sind in Arizona, wir können es uns leisten. Jetzt fährst du sowieso hier runter, siehst du. Oh, die parken wohl hier oder was? Das ist ja Wahnsinn. Das war gerade kein FLB, den wir überholt haben, das war ein Kenworth K100, wenn mich nicht alles täuscht.
Jo, San Simon oder San Simon oder San Simon oder wie auch immer man das aussprechen mag, ist jetzt hier unsere Lokalität. Also auf 45 muss ich jetzt runterbremsen, dass ich den nicht aufrauche. So, okay. Ich würde aber mal sagen, abladen schaffen wir heute sowieso nicht mehr, sind wir noch zu weit weg. Machen wir jetzt keine großen Experimente wagen oder was. Während wir jetzt hier in New Mexico sind. Ja, mit diesem Willkommensschild würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. War schön, dass ihr dabei wart. Wenn es gefallen hat, schön Däumchen da lassen und alles, gell. Und in der nächsten Folge geht es dann ja ziemlich genau an dieser Stelle hier weiter. Da werden wir dann sicherlich auch abladen. Und ja, bis dahin sage ich mal, fahrt schon rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.